Kennst du das auch? Du schaust dir ein älteres Bild an und es spricht dich einfach nicht mehr an. Ja, in solchen Fällen übermale ich es ganz bewusst. Alte Leinwände nochmal zu nutzen ist für mich völlig normal und oft entsteht dabei etwas, das viel besser zu meinem aktuellen Gefühl passt und mir heute mehr bedeutet als das ursprüngliche Bild. Ja, gar nicht lange überlegen. Einfach die Strukturpaste auftragen und schauen, was passiert. Das entwickelt sich meistens ganz von alleine. Ja, und dieses Mal war schnell klar, ich musste gar nicht lange experimentieren. Es hat sich direkt stimmig angefühlt. Ja, manchmal geht es eben ganz schnell und genau, das ist auch schön. Ja, ich lasse meine Strukturpaste meistens ja über Nacht trocknen, auch wenn ein paar Stunden oft schon reichen würden. Aber dieser kleine Abstand tut mir immer recht gut. Am nächsten Tag sehe ich das Bild oft mit frischem Blick und manchmal entsteht dadurch eine ganz neue Richtung. Und vor dem Farbauftrag habe ich die Leinwand leicht mit Wasser eingesprüht. So lässt sich die Farbe viel weicher und gleichmäßiger verteilen. Jetzt wird ein bisschen mit Gold experimentiert. Wer schon länger dabei ist, weiß, ich liebe goldene Akzente. Diese Phase hält sich bei mir erstaunlich hartnäckig und ja, ehrlich gesagt glaube ich, sie wird mich nie ganz loslassen. Für mich verleiht Gold jedem Bild etwas Edles und Zeitloses. Ja, einfach immer wieder schön. Ja, der Grauton oben passt für mich noch nicht ganz. Ja, wie du siehst, muss ich da nochmal drüber gehen, um näher an das Gefühl zu kommen, das ich ja anscheinend suche. Manchmal braucht es ein, zwei Schichten mehr, bis ja, es sich stimmig anfühlt. Ja, ich brauche das nochmal viel, viel heller, also nochmal ordentlich weiß draufpacken. Ich schaue mir total gerne an, wie die Farbe langsam runterläuft. Vielleicht geht es dir ja genauso. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ja, hier habe ich noch mal ein bisschen mit Rot und Türkis experimentiert und die Farben miteinander vermischt. Ja, den Farbton, den mag ich, deshalb behalte ich ihn erstmal so bei. Jetzt noch ein kleiner Mutausbruch. Die Linien ja, waren noch ein bisschen zu hart für mich. Also bin ich nochmal mit dem Schwamm rüber und habe alles etwas verblendet. So gefällt es mir jetzt richtig gut. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, das hilft mir sehr. Abonniere auch gerne meinen Kanal, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.